Ich weiß noch genau, wie still dieser Morgen war. Nicht diese perfekte, beruhigende Stille, die man aus Filmen kennt, sondern eine echte, tiefe Ruhe, in der jedes kleine Geräusch plötzlich viel lauter wirkt, als es eigentlich ist. Der Wald lag vor mir, noch feucht vom Tau. Die Luft war kühl, schwer und klar zugleich. Es war einer dieser Momente, in denen man das Gefühl hat, dass die Zeit langsamer vergeht. Dann bewegte sich etwas zwischen den Bäumen. Zuerst konnte ich es nicht richtig einordnen. Ein Schatten, eine Bewegung, nichts Besonderes. Doch als er einen Schritt weiter trat, erkannte ich ihn. Ein Hirsch, groß, mit ausladendem Geweih, ein starkes Tier, so wie man es kennt. Und trotzdem war da etwas, das nicht passte. Als er weiter aus dem Schatten trat, sah ich es deutlicher. Etwas Dunkles um seinen Hals. Zu groß, zu schwer, zu künstlich, um dort zu sein. Ein alter Autoreifen. Er hing fest um seinen Hals, schief, abgenutzt, mit Rissen im Gummi. Nicht locker. Nicht so, dass man denken konnte, er würde einfach wieder abfallen. Er saß dort, als wäre er ein Teil von ihm geworden. Ich blieb stehen, instinktiv. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Man spürt in solchen Momenten, dass man etwas sieht, das man nicht stören darf. Der Hirsch bewegte sich langsam, nicht krank, nicht taumelnd, aber vorsichtig. So, als hätte er gelernt, mit dieser Last zu leben. Bei jedem Schritt schwang der Reifen leicht mit. Ein dumpfes, leises Geräusch, wenn er gegen sein Fell oder gegen Äste stieß. Es war kein lauter Klang. Aber er fiel auf, weil er dort einfach nicht hingehörte. Der Hirsch senkte den Kopf, um zu fressen. Doch der Reifen verhinderte, dass er sich richtig bewegen konnte. Er versuchte es trotzdem. Ein kleiner Schritt zur Seite, ein leichtes Drehen des Halses, ein Kompromiss, den er offenbar schon unzählige Male eingegangen war. Ich fragte mich, wie lange das schon so ging. Niemand konnte mir diese Frage beantworten. Nicht der Wald, nicht der Hirsch, nicht einmal ich selbst. Aber eines war klar, das war nichts, was erst seit ein paar Tagen so war. Der Reifen war alt, abgenutzt, mit Schmutz und Moos an einigen Stellen. Er hatte den Winter gesehen, vielleicht mehrere. Der Hirsch hob kurz den Kopf. Unsere Blicke trafen sich, nur für einen Moment. Seine Augen waren wach, klar, nicht panisch, aber müde. Es war kein Blick der Angst. Es war der Blick eines Tieres, das sich angepasst hatte. Das gelernt hatte, mit etwas zu leben, das nie hätte Teil seines Lebens sein dürfen. Ich machte keinen Schritt nach vorne. Ich wollte ihn nicht vertreiben, nicht erschrecken, nicht dazu bringen, wegzulaufen. Stattdessen blieb ich einfach stehen, atmete ruhig und beobachtete. Der Wald um uns herum war still. Nur das Rascheln der Blätter, das leise Knacken eines Astes unter seinen Hufen. Dann drehte er leicht den Kopf. Der Reifen streifte gegen einen Baumstamm. Ein dumpfer, unangenehmer Ton. In diesem Moment wurde mir klar, alleine würde er sich davon nicht befreien. Selbst wenn er stark war, selbst wenn er überlebt hatte. Dieser Reifen war stärker. Ich griff langsam nach meinem Handy. Nicht hastig, nicht nervös. Ich wollte keine plötzliche Bewegung machen. Ich hielt weiterhin Abstand. Der Hirsch musste sich sicher fühlen. So sicher, wie es in dieser Situation eben möglich war. Während ich dort stand, wurde mir bewusst, wie absurd das alles war. Ein wildes Tier, gefangen durch etwas, das aus unserer Welt stammt. Aus Asphalt, aus Straßen, aus Dingen, die hier nichts verloren haben. Der Hirsch setzte sich wieder in Bewegung, langsam, bedacht. Er ging tiefer in den Wald hinein. Ich verlor ihn nicht aus den Augen, nicht sofort. Aber die Bäume wurden dichter, das Licht dunkler. Schließlich verschwand er zwischen den Stämmen. Der Reifen war das Letzte, was ich sah. Ich blieb stehen, allein,
mit einem Gefühl, das schwer zu beschreiben ist. Man sieht so etwas nicht oft. Und wenn man es sieht, kann man es nicht einfach vergessen. Ich wusste, dass ich ihn nicht verfolgen durfte. Das hätte alles nur schlimmer gemacht. Also wartete ich. Zeit spielte plötzlich keine Rolle mehr. Minuten fühlten sich an wie Augenblicke. Oder vielleicht auch umgekehrt. Ich hörte den Wald, den Wind. Ein entferntes Geräusch eines Fahrzeugs irgendwo draußen auf der Straße. Und dann dachte ich nur noch an eines. Bitte, lass ihn noch in der Nähe sein. Ich blieb noch lange am Rand dieses Waldes stehen, nachdem der Hirsch im Dickicht verschwunden war. Nicht, weil ich darauf wartete, ihn wiederzusehen, sondern weil ich versuchte zu begreifen, was ich gerade erlebt hatte. Der Wald wirkte ruhig, fast gleichgültig, als wäre nichts Besonderes geschehen. Doch in mir hatte sich etwas verändert. Ich dachte daran, wie lange dieser Hirsch mit dem Reifen um den Hals gelebt haben musste. Wie viele Tage er damit gelaufen war. Wie viele Nächte er so geschlafen hatte. Wie oft er versucht hatte zu fressen, während etwas Schweres und Fremdes jede seiner Bewegungen einschränkte. Vielleicht hatte er sich irgendwann daran gewöhnt. Nicht, weil es leichter wurde, sondern weil es keine andere Wahl gab. Niemand hatte ihm geholfen, nicht aus Gleichgültigkeit, sondern weil ihn niemand gesehen hatte. Als die Rettungskräfte eintrafen, lag keine Aufregung in der Luft, keine Dramatik, keine hastigen Bewegungen, nur Ruhe und Erfahrung. Man merkte sofort, dass sie wussten, wie sensibel solche Situationen sind. Ein falscher Schritt, eine zu schnelle Bewegung und der Hirsch hätte fliehen können. Mit dem Reifen für immer um den Hals. Ich erklärte ihnen ruhig, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte, wie er sich bewegt hatte und in welche Richtung er verschwunden war. Dann warteten wir, geduldig, fast regungslos. Diese Minuten fühlten sich länger an als alles zuvor. Zeit verlor ihre Bedeutung. Jeder Atemzug war hörbar. Als wir den Hirsch wieder entdeckten, stand er zwischen den Bäumen, halb im Licht, halb im Schatten. Er wirkte müde, nicht schwach, aber vorsichtig. So als hätte er gelernt, dass jede falsche Entscheidung Konsequenzen haben kann. Die Retter näherten sich langsam, Schritt für Schritt. Jede Bewegung bewusst kontrolliert. Kein direkter Blick, kein unnötiges Geräusch. Die Zeit schien sich zu dehnen. Sekunden fühlten sich an wie Minuten. Als der Reifen zum ersten Mal berührt wurde, spannte sich der Körper des Hirsches sofort an. Seine Muskeln wurden hart, sein Atem schneller. Ich hielt unwillkürlich den Atem an, doch er blieb stehen. Das Schneidewerkzeug wurde angesetzt. Langsam, ohne Druck. Der Klang von schneidendem Gummi wirkte fremd in dieser natürlichen Umgebung. Der Reifen gab nur widerwillig nach, als würde er sich gegen das Loslassen wehren. Plötzlich machte der Hirsch eine ruckartige Bewegung. Blätter flogen auf. Der Moment fühlte sich endlos an. Alles hielt inne. Die Retter bewegten sich nicht weiter. Sie zogen sich aber auch nicht zurück. Sie warteten, gaben ihm Zeit. Nach einigen Sekunden beruhigte er sich. Sein Atem wurde gleichmäßiger. Sein Körper entspannte sich langsam. Der Schnitt wurde fortgesetzt. Millimeter für Millimeter. Ich sah, wie sich der Reifen verformte, wie das Gewicht nachließ, wie sich langsam Raum zwischen Gummi und Fell bildete. Und dann, fast unscheinbar, war es vorbei. Der Reifen rutschte von seinem Hals und fiel auf den Waldboden. Für einen Moment war es vollkommen still. So still, dass man jedes kleine Geräusch wahrnehmen konnte. Der Hirsch stand da, ohne Last, ohne Einschränkung. Er hob langsam den Kopf, drehte vorsichtig den Hals, als würde er prüfen, ob es wirklich vorbei war. Dann machte er einen Schritt und noch einen. Seine Bewegungen wirkten plötzlich leichter, freier, natürlicher, so wie sie immer hätten sein sollen. Er blickte nicht zurück. Er wartete nicht.
Er lief. Zwischen den Bäumen verschwand er, lautlos und schnell zugleich, als wäre er nie dort gewesen. Wir blieben stehen, schwiegen. Niemand sprach von Heldentum, denn darum ging es nicht. Es ging darum, hinzusehen, nicht wegzugehen und im richtigen Moment Verantwortung zu übernehmen. Als ich den zerschnittenen Reifen auf dem Boden liegen sah, wurde mir klar, wie wenig es manchmal braucht, um einem Leben eine schwere Last aufzuerlegen. Und wie viel es bedeuten kann, wenn man sich entscheidet, nicht einfach weiterzugehen. Ich blieb noch einen Moment stehen und ließ den Blick durch den Wald schweifen. Der Wind bewegte leise die Blätter, als wäre nichts geschehen. Doch ich wusste, dass dieser Ort für mich nie wieder derselbe sein würde. Manchmal sind es keine großen Ereignisse, die etwas verändern, sondern stille Entscheidungen, die niemand sieht. Und genau in solchen Momenten wird einem klar, wie wichtig es ist, nicht wegzuschauen, sondern Verantwortung zu übernehmen, wenn man die Chance dazu hat.